Ich habe vor einigen Wochen versprochen, dass ich euch meinen Erfahrungsbericht mitteile über den Sinn des Lebens, worum es dort ging. Und in diesem Video heute möchte ich darüber reden, beziehungsweise dir genau erklären, was da passiert ist. Ja? Ich erzähle dir hier die kurze Version, es gibt noch eine lange Version. Wir haben das Ganze dann aufgenommen. Die Aufnahme dauert eine Stunde und das möchte ich dir jetzt nicht zumuten, wo wir auf sehr tiefe Details eingehen, aber ich möchte dir die Essenz erzählen, damit du sozusagen trotzdem die Essenz bekommst von dem. Also, worum ging es da? Ich habe eine außerkörperliche Erfahrung gemacht, ging ins Jenseits rein und in die Ebene, wo die Seelen sind, bevor die sich inkarnieren, war mit denen unterwegs und habe zugesehen, wie die inkarnieren und wie das Ganze funktioniert und was der Sinn dahinter ist. Ja? Ich habe hier noch aufgeschrieben, ganz wichtig, jeder hat seinen eigenen Sinn. Also es gibt auf der einen Seite einen Sinn im Leben und auf der anderen Seite sind wir Götter und haben alle die volle Befugnis, dass wir eigentlich keinen Sinn haben. Das heißt, du entscheidest mit deinem freien Willen, was ist der Sinn deines Lebens. Und diese Entscheidung befähigt dich, dass du definierst, was der Sinn deines Lebens ist und dementsprechend kannst du dir selbst deinen Sinn gestalten, ja, und dich erfüllen. Ja. Aber pass auf, jetzt geht's weiter. Jeder hat seinen eigenen Sinn, wie seine eigene Meinung. Die höchste Wahrheit ist, und die God Chronicles kennen diesen Satz sehr gut, die höchste Wahrheit ist, dass jeder seine eigene hat. Somit musst du diesen Bericht, den ich dir jetzt gleich erzählen werde, nicht für dich annehmen, es sei denn, es ist stimmig für dich. Es ist nur lediglich meine Erfahrung, die ich gemacht habe und diese muss nicht passieren, dass es die allerhöchste Wahrheit ist, denn jeder hat da seine eigene, ja. Aber das, was ich dir gleich erzählen werde, macht sehr viel Sinn und darum hörst du dir an. Also, als ich dort war, wurde mir gezeigt, dass wir Seelen eigentlich schon wissen, was wir lieben. Ja. Wir wissen schon, was uns erfüllt, wir wissen, was uns inspiriert, wir wissen, was uns glücklich macht. Und das ist der Sinn des Lebens, das zu wissen und das auszuleben. Ja. Und da die Seele das schon weiß auf höherer Ebene, tut sie sich selbst eine Schablone hinein. Ja, das heißt, wenn sie wieder inkarniert, zerlegt sie sozusagen ihre Persönlichkeitsanteile, resettet einen Bewusstseinsanteil in so einer Nullformatierung, ist dann sozusagen reines Bewusstsein und tut in dieses reine Bewusstsein eine Art Schablone rein, wo der Seelenplan definiert ist und wo das, was du zu tun hast, deine Kernaufgaben definiert sind. Ja? Und vor allem ist dort eine Sache ein Schwerpunkt, nicht bei jedem, aber bei den meisten. Und zwar der Schwerpunkt ist, dass die Seele genau weiß, was sie erfüllt und was sie glücklich macht. Und darauf arbeitet sie immer hin, das zu intensivieren und zu verstärken und in verschiedenen Varianten zu erleben. Dann habe ich gesehen, dass die Seele dann wie so einen Tunnel kommt mit vielen anderen Seelen und jede Seele hat eine eigene Farbe. Wie so M&M's kannst du dir das vorstellen, so ähnlich habe ich es gesehen. Und die fließen sozusagen in den Inkarnationszyklus hinein und sind komplett resettet. Ja, wie so kleine Kinder, die gleich geboren werden, kannst du dir das vorstellen. Also war eine ziemlich coole Erfahrung. Und abgesehen, dass jede Seele sozusagen auf die Chakrafarben, jeder hat eine andere Chakrafarbe gehabt und der eine hat mehr dieses Chakra, der andere mehr dieses Chakra aktiv, aber in jedem habe ich diese Schablone gesehen, dass die mit dieser Schablone sozusagen, sie werden reingeboren und arbeiten in ihr Leben hin auf diese Schablone, diese Sachen in der Schablone zu erfüllen. Ja. Was sind die Schablonen und was ist damit genau gemeint? Ja? Ich habe hier noch stehen, jede Seele wurde für einen eigenen Zweck erschaffen. Das ganze Universum und Multiversum und alle Seelen kannst du dir vorstellen wie so ein riesengroßes Bild. Und dieses Bild besteht aus Puzzleteilen und jede Seele ist ein eigenes Puzzleteil. Und alles wirkt ineinander zusammen und alles ergibt am Schluss ein komplettes Bild, ein Orchester, eine Musik, das Orchester des Lebens. So kann man sich das vorstellen, wie eine Melodie, wie ein tolles Lied, was sich anhört. Und das gesamte Leben, wo alle Seelen dazu sozusagen ihren Teil dazu beitragen, der eine singt, der andere spielt Schlagzeug, der nächste ist Dirigent und so weiter. Das ganze Universum, das Leben selbst ist dieses Musikstück, wo jeder seine Rolle hat. Ja? Deswegen ist alles, was du tust, deine ganze Arbeit, alles, egal was du tust, auch wenn es noch so belanglos ist, spielt ein Stück in diesem Orchester. Das ist das Grandiose. Ja? Also, deine Aufgabe ist es, das, was dir gefällt, was du liebst, was dich erfüllt, was dein Herz zum Strahlen bringt, zu entdecken, ja, also deine Schablone wieder zum Leuchten zu bringen, diese Dinge zu füllen
Und sprich herauszufinden, was sind deine Vorlieben, die Seele kennt die ja schon, darum hat sie ja diese Schablone reingetan, um diese zu leuchten zu bringen und damit andere zu inspirieren. Ja? Also, du kennst das sicher, du bist sicher mal in den Supermarkt gegangen oder in die Trafik oder in ein anderes Geschäft und auf einmal war eine Kassiererin da und sie hat ganz normal kassiert und du bist rausgegangen und hast dir gedacht so, boah, krass, ich hatte das schon zweimal in meinem Leben oder sogar dreimal und ich dachte mir danach so, boah, der Mensch ist geboren worden für diese Tätigkeit. Das war so charmant, so lieb, so ultimativ mit Leidenschaft. Einfach so dieser normale Job mit Leidenschaft gemacht, wo man sich denkt, wow, Hut ab, Respekt. Habe ich auch mal bei einer Kasse erlebt und die meisten Kassiererinnen sitzen da und arbeiten einfach nur und dann gibt es manche, die schauen dir in die Augen, lächeln dich an und sagen, hey, schön, dass du heute da bist und kassieren und du spürst, sie sind nicht da, weil sie Geld verdienen, sondern sie sind nur da, weil sie das, was sie tun, lieben. Und das ist das, worum es eigentlich geht, ja. Und wenn du das tust, was du liebst, dann spürt das jeder andere, ja. Die mich kennen, wissen, Marco, der brennt für seine Frequenzen, die mich privat kennen oder irgendwo kennenlernen. Ich rede nur über Meditation, ich rede nur über Frequenzen und über meine ganzen Erfahrungsberichte, um das Bewusstsein des anderen zu erweitern. Ich brenne dafür, ich liebe es über alles und das erzeugt ein Feuer. Ja? Dieses Feuer ist bei mir nicht mehr zu bändigen. Ja? Und deswegen finde heraus, was dich erfüllt, was du über alles liebst und mach das, damit inspirierst du andere. Ja? So, und dann habe ich hier noch stehen, wenn eine Seele herausgefunden hat, was sie liebt und das auch tut, ganz wichtig, es auch tut, dann fängt sie an zu leuchten und andere zu inspirieren. Und ganz wichtig bei diesem Prozess ist es, wie findest du das raus? Und zwar eine Technik zum Beispiel, um herauszufinden, was das ist, was du liebst, ist, wenn du dir die Frage stellst, was für Tätigkeiten, was für Dinge tust du, wo du Energie davon bekommst, wo du nicht mehr aufhören kannst damit, was du tagelang machen könntest, was du die ganze Nacht durchmachen könntest. Was ist das denn? Dann weißt du, das führt dich, das gibt dir Energie. Und es gibt immer so ein Sprichwort, follow your highest excitement. Folge diesem Ding, folge der Energie. Gehe den Weg des geringsten Widerstands. Mach genau das, wo diese Energie ist. Drehe dich in diese Richtung, tue was dafür, um diese Energie zu enthalten. Das ist so wie so ein Strom, er fließt auf dich zu und du musst dich nur hindrehen und dann kriegst du das ab. Und dann wirst du diese Energie bekommen und dann hast du es gefunden. Dann wird es immer sichtbarer, das ist wie ein Nebel, der dann verschwindet und dann wird es klar und deutlich, was es für dich ist. Und dann tu es einfach, tu es, hab den Mut, tu es. Du wirst sehen, es ist für dich bestimmt, denn diese Energie ist genau für dich gemacht. Und dann wird der Weg sich ebnen, für was auch immer das sein soll. Ja. Als nächstes habe ich hier stehen, das Ziel Gottes ist es, alle Seelen zur größtmöglichen Freude zu bringen. Dann erfreut sich alles an allem und erfreut sich jeder an jedem. Ja? Denn wenn Gott jeder und alles ist, dann ist er doch in einem geilen Zustand, wenn alle das tun, was sie lieben und erfreuen. Denn im Jenseits ist es so, wenn du ins Jenseits kommst, dann wirst du mit zwei Dingen konfrontiert. Das erste, womit du konfrontiert wirst, ist dein Leben. Eine komplette Rückschau deines Lebens. Und dann denkst du vielleicht, dass es wichtig war, Anerkennung zu haben, eine große Firma aufgebaut zu haben, aber später wirst du erkennen, dass die kleinen Dinge im Leben gezählt haben. Dass ob du Menschen geholfen hast, ob du einer alten Dame über die Straße geholfen hast, ob du Menschen getröstet hast, ob du Mitgefühl hattest, ob du sie verstanden hast. Diese Dinge, die Werte, die Liebe, dein Mitgefühl, das ist das, was wirklich zählt. Alles andere, ob du ein tolles Bestsellerbuch geschrieben hast, hat keine Bedeutung im Jenseits. Es sind die kleinen Dinge, die menschlichen Dinge, die Liebe, die du ausgestrahlt hast, den anderen gegenüber. Das ist das Einzige, was im Jenseits zählt und das ist der einzige Faktor, der eine Relevanz hat. Hier genauso, ja. Auch wenn es in der Ego-Welt nicht ganz immer so scheint. Der zweite Faktor, der dir dort begegnen wird, ist die Konfrontation mit, was hast du gelernt, was hast du aus der Materie mitgenommen, was hast du von dieser Welt hier integrieren dürfen, lernen dürfen und bitte erzähl uns das. Weil du machst ja Erfahrungen und diese Erfahrung hättest du nicht gemacht, hätte das Jenseits diese Erfahrung gemacht. Das heißt, wenn das Jenseits eine Erfahrung braucht, sucht das im Jenseits jemanden oder Gott, ne? Wenn Gott eine Erfahrung braucht, die er noch nicht vollständig integriert hat, dann sucht das im Jenseits jemanden, der perfekt prädestiniert ist, um diese Erfahrung zu machen und der wird dann sozusagen wie ein Auftrag auf die Erde oder wo auch immer hingeschickt und der macht dann diese Erfahrung, damit
du das integrieren kannst und dementsprechend das übertragen kannst auf das Jenseits und dementsprechend Gott diese Erfahrung integriert hat. Ja? Deswegen sind die Erfahrungen, die du hier machst, einzigartig und wertschätze sie, egal welche es ist. Ja? So, und dann wollte ich noch eine Sache wiederholen. Es gibt Inkarnationen, wo der Sinn des Lebens, also wo diese Freude, diese Schablone nicht so zwingend notwendig ist, auch wenn die eine Schablone hat, aber wenn die Seele zum Beispiel sagt, sie liebt Musik machen, sie liebt Klavierspielen, das ist das, was sie erfüllt und sie hat schon viele Inkarnationen gemacht als berühmter Klavierspieler, jetzt als Beispiel, dann gibt es natürlich Inkarnationen, wo sie inkarniert und nicht Klavier spielt, ja, denn dadurch integriert sie ihm so einen Frust, wo sie beim nächsten Leben, wenn sie dann wieder Klavier spielt, viel mehr Freude beim Klavierspielen entwickelt. Sozusagen hat das dann auch wieder seinen Sinn und seine Berechtigung. Und oft macht die Seele verschiedene Pläne, das ist also die Essenz des Videos, wenn sie weiß, okay, Klavierspielen ist meine Erfüllung, das ist das, warum ich erschaffen wurde, was mich am meisten in die Freude bringt, inkarniert sie, aber hat einen komplett anderen Plan. Das heißt, sie hat eine andere Herangehensweise an das Thema Klavierspielen. Das bedeutet, sie wird zum Beispiel Gitarrist und spielt Gitarre und lernt Musik auf einer anderen Ebene, obwohl sie zum Klavierspielen viel mehr Sehnsucht hat. Also sie wird ihr halbes Leben Gitarrist und wechselt dann ab der Hälfte des Lebens in das Thema Klavier und hat dann eine ganz andere Herangehensweise und einen neuen Input, um Klavier noch besser zu verfeinern und noch besser zu spielen. So kannst du dir das ungefähr vorstellen. Ja. Somit ist alles, was du tust, auch wenn es dir nicht so gefällt, hat es einen Sinn und eine Berechtigung, denn später, wenn du es herausgefunden hast, was deine Erfüllung ist, dann wirst du diesen Skill, den du mitgenommen hast, mit integrieren können. Ich zum Beispiel war in meinem ersten Beruf, war ich Maurer auf der Baustelle, dann war ich bautechnischer Zeichner, dann war ich Bautechniker, dann war ich Bauleiter, dann hatte ich eine EDV-Firma, dann eine Marketingfirma und so weiter. Und wenn ich jetzt im Nachhinein alles Revue passieren lasse, dann komme ich drauf, auf der Baustelle habe ich gelernt, fleißig sein, anpacken, mich auch in den Dreck zu stellen, im Regen zu arbeiten, also dieses Nicht-Aufgeben. Als bautechnischer Zeichner habe ich gelernt, wirklich Struktur, Ordnung, Paragraphen und diese ganzen Sachen und etwas zu erschaffen. Ja? Auch auf der Baustelle natürlich dieses etwas zu manifestieren. Du kommst auf eine Wiese, da ist eine Wiese und dann später steht ein Haus da und das hast du gebaut mit deinem Team. Ja? Dann später als Bauleiter habe ich gelernt Management, Organisation, Struktur, Personalführung. Später hatte ich dann meine Firma, wo ich dann Techniker war, wo ich viel Forensik, Gerichtsgutachten geschrieben habe, komplett in einer anderen Branche, aber dieses Wissen ich konnte erst die Firma führen, nachdem ich eben fleißig war, nachdem ich Personalführung, Management, mit Zahlen umgehen, Kalkulation, Angebote, Verhandlungen, alles auf der Baustelle als Bauleiter und so weiter gelernt habe und integriert habe, dann konnte ich sozusagen erst meine Firma führen und in der Firma habe ich dann Forensik gelernt, Technik, wie die Datenstrukturen funktionieren und so weiter. Und heute bin ich in einer komplett anderen Branche, aber alle meine Berufe, die ich vorher hatte, ergeben sich aus dem, was ich vorher gemacht habe. Ich könnte heute keine Frequenzen produzieren, hätte ich den Datenforensiker-Job nicht, dann hätte ich kein technisches Verständnis für die Technologie, die ich da im Labor entwickle. Ja? Also hat alles irgendwie seinen Sinn und seine Berechtigung. Und das ist wichtig zu verstehen, dass auch dein Leben, wenn du mal aus einer Vogelperspektive es betrachtest, dann wirst du sehen, dass alle Baustellen und alle Ereignisse und alle Stufen, alle Inseln, die du bereist hast, zusammen einen Sinn ergeben, aber das sieht man erst aus der Vogelperspektive oder erst später oder vielleicht manche sogar erst nachdem sie sterben. Ja. That's it, das war's. Also das Wichtigste, that's it noch nicht. Es gibt noch eine Sache, die ich dir erzählen möchte und zwar war ich da noch im Jenseits und dann war noch ein Wesen und hat gesagt, das, was du gerade erlebt hast, das war natürlich noch viel intensiver, möchten wir dir beweisen, dass wir das wirklich ernst gemeint haben. Ja. Und ich so, ja, wie wollt ihr das mir beweisen? Und dann hat dieses Wesen zu mir gesagt, wenn du aufstehst, mach als erstes deine Telegram-Gruppe auf und wir werden dir einen Post schicken und diesen Post, das ist ein Video und dieses Video wird das, was du alles gerade gehört und erlebt hast hier, wirst du demonstriert bekommen. Denn der Sänger, der wird das selbst vormachen und wird genau über dieses Thema singen. Und ich bin dann aufgewacht und dachte mir so, ich bin jetzt wirklich gespannt, was kommt. Gehe in die Telegram-Gruppe und tatsächlich hat jemand am Vorabend das Video gepostet, aber ich habe das nicht gesehen, somit war das Video bei mir auf der ersten Reihe da. Und ich habe mir das Video angesehen und dieses Video spiele ich dir jetzt ein. Viel Vergnügen dabei, wenn dir das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da und wir sehen uns nächste Woche am Sonntag wieder. Und nächste Woche am Sonntag werde ich dir einen Tripbericht vorstellen, der dich von den Socken haut.
Das ist ein Horrortrip gewesen, dass ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich drüber denke, wie krass das war. Aber dieser Trip hat mein Bewusstsein sowas von erweitert. Das kann man sich nicht vorstellen, wie intensiv das mein Bewusstsein erweitert hat. Deswegen werde ich dieses Video produzieren nächste Woche. Freue dich drauf. Also, bis dann. Ciao. Stell dir vor, wir Menschen würden von nun an nur noch Dinge tun, die wir wirklich gerne tun. Sprich, aus Liebe handeln und fortan all das lassen, was wir hassen. Was wäre dann? Dann gäbe es in unserem Land endlich gutes Fernsehen, weil die Fernsehmacher Fernsehen machten, das sie selber gern sehen. Statt um die Quote, um die sich dort alles dreht, ginge es auf einmal nur um pure Qualität. Des Weiteren fehlte dann hierzulande jede Spur von lieblos hingerotzter Zweckarchitektur. Plötzlich wären unsere Städte Stätten der schieren Freude, statt Ansammlungen kalter, deprimierender Gebäude. Es gäbe keine nervtötende Werbung mehr, weil sie ohnehin komplett überflüssig wäre. Denn ausnahmslos jedes Produkt, das existiert, wäre dann mit Hingabe und Liebe produziert. Die Werber würden nicht mehr ihr Talent verschwenden, sondern sich fortan der guten Sache zuwenden. Einer Sache, die sie künstlerisch und inhaltlich erfüllt und eben nicht mehr Werbung machen für Nestlé oder die Bild. Plötzlich handelten wir alle aus authentischem Gefühl und nicht mehr aus Angst und marktwirtschaftlichem Kalkül. Wir folgten unseren Herzen und unseren Gelüsten, statt das zu tun, von dem wir glauben, dass wir es tun müssten. Wir würden uns entfalten und neu gestalten und nicht mehr tun, was unsere Alten für richtig halten, die sich klammern an vermeintliche Tugenden und Sitten, unter denen sie absurderweise selber früher litten. Wir trauten uns, wir selbst zu sein und unkonventionell und studierten kaum noch Jura oder BWL oder sagen wir so Betriebswirt oder Jurist. Wird dann nur noch der das auch wirklich gerne ist. Wir alle würden einen Beruf ausüben, den wir wirklich gern tun und von ganzem Herzen lieben. Die gute Laune würde steigen, ganz egal wohin man guckt und ganz nebenbei auch das Bruttosozialprodukt. Die richtigen Leute wären Ärzte oder Richter, Lehrer und Beamte und die Falschen wären nicht da. Die richtigen Leute wären Bäcker oder Banker, Müllmänner, Klofrauen oder Staatenlenker. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Diesem Dogma bräuchten wir uns nicht mehr fügen, denn das Vergnügen finge ja dann für uns direkt schon bei der Arbeit an. Und wie schön ist es, wenn man bei einem Menschen erkennt, er brennt für was er tut und ist in seinem Element. Und wie schön ist es, sich mit solchen Menschen zu umgeben, die für das, was sie tun, leben. Ich glaube, das ist echt das Schönste, was es gibt, wenn man das, was man tut, leidenschaftlich liebt. Man tut damit nicht nur sich selbst einen Gefallen, sondern letzten Endes allen. Vermutlich sagen sie, das funktioniert doch nie. Naive Hirngespinste, reine Utopie. Wenn alle täten, was sie lieben, wo kämen wir denn dahin? Das hat doch alles überhaupt gar keinen Sinn. Wir unterwerfen uns lieber weiterhin dem Joch, denn das kann ja gar nicht klappen. Was wenn doch? Was wenn doch?